Es geht immer noch ein bisschen größer, ja. Und wir sind bei Nexovan heute am Drehen, ja, das Thema Bürstner. Fahrzeuge, die so breit sind wie Kastenwagen. Das heißt, die mit ganz normalen Spiegeln gefahren werden können. Das heißt, die sind auch nicht breiter. Nein, sie sind genauso breit wie der Serienspiegel von dem Basisfahrzeug hier in dem Fall. Das haben wir Citroën, was drauf ist, könnte aber auch ein Fiat sein. Der Nexovan T690G und der ist 7 Meter lang, aber sehr schmal. Wir reden hier über 2,20 Meter Breite. Das sehen wir gleich von hinten. Ein sehr, sehr kompaktes Fahrzeug. Und das, ich glaube, das ist der längste. Hat 7 Meter Länge, 6,99 Meter. Er hat eine tolle Ausstattung. Vom Basispreis her überrascht er. Und er ist sehr kompakt. Das heißt, er ist rund 14 Zentimeter schmaler als ein normales Aufbaumodell. Von hinten fällt das gar nicht so auf, aber das schafft natürlich eine unglaubliche Handlichkeit. Zumal ich nicht breiter bin als das Basismodell. Also wenn ich jetzt hier von der Seite mal, ich blicke mal mit der Kamera mal genau hier dran vorbei und wie man sieht den Spiegel von vorne komplett. Also es ist sehr übersichtlich. Die Fenster sind bündig hier bei dem Modell eingelassen und das ganze Modell selber, trotz der 7 Meter Länge, wirkt unglaublich kompakt. Also hier sieht man nochmal als Basisfahrzeug bei dem Hobby hier, das sind dann nochmal zweimal, ja, dürften so von der Verbreiterung her ungefähr, ja, gute 15, 16 Zentimeter breiter sein und das ist die Breite, die ich quasi hier bei dem Spiegel breiter bin. Und das ist drüben anders. Ist in der Praxis, ja, wenn die Leute dann sagen, naja, macht nicht so viel aus. Klar, ich habe auch mehr Raum drinnen in einem breiteren Fahrzeug, aber vielen Leuten kommt es darauf an, mit einem sehr kompakten Fahrzeug unterwegs zu sein. Und das ist hier der Fall. Also wenn ich hier das 7 Meter Auto anschaue, es wirkt viel kleiner, viel kompakter. So, und das lohnt es sich mal anzuschauen. Das Heck, ja, es hat eine neue Designsprache, es hat jetzt ausgestellte Leuchten. Wir reden ja hier über die neueste Modellvariante, die da ist. Und das gibt es dann nochmal in der Version als Travel Van. Und da habe ich dann nochmal ein anderes Heck, sogar mit 3D-Buchstaben. Hier sind die Buchstaben in 2D. Aber trotzdem ganz schick. Hier oben habe ich einen Dachspoiler mit drauf. Und das ist übrigens das Heck von dem Travel Van, also quasi das Schwestermodell, etwas besser ausgestattet und von der Optik her nochmal ein kleines bisschen anders. Und das ist das Active Heck. Ja, beleuchtete Markise ist hier mit drin. Ich gehe mal ganz kurz hier rein und ein sehr, sehr großer Kofferraum. Also wo ich wirklich dann ganz normal meine Fahrräder reinbekomme, bin zwar rund 14 Zentimeter schmaler, aber breiter wie 2 Meter sind ja auch keine Fahrräder. Also insofern wäre das jetzt absolut kein Manko hier drin. Das Ganze ist auch beleuchtet. Das sind die Ausgleichspolster, denn ich kann auch vorne wieder mal aus der Sitzgruppe ein Bett bauen. Können wir uns ja gleich mal anschauen. So, Kühlschrankauslass. Gas ist hier drin. 2x11 Kilo, die da sind. Hier habe ich den Außenstromanschluss, der hier eingespeist hat. Nee, das ist eine Außensteckdose, die hier mit dabei ist. Interessantes Feature. Einmal mit 12 Volt hier oben drin und einmal mit 230 Volt und noch ein DVB-T-Antennenanschluss mit dabei. Beziehungsweise ich gucke mal nach, ob hier eine Satzschüssel montiert ist. Das sieht man ja drauf. Aber diese Kombidosen haben im Regelfall da auch die Antennenanschlüsse mit dabei. Und blick mal gerade oben drauf. Nee, Satzschüssel ist hier jetzt nicht montiert. Haben ja auch immer weniger im Einsatz, weil das Thema Modem bzw. die Möglichkeit über das Internet Fernsehen zu schauen, das setzt sich immer mehr durch. 6,99 Meter Länge, Breite 2,20 Meter, sensationell. Die Höhe über alles 2,85 Meter und 3,5 Tonnen. Wichtig ist auch, dass ich hier natürlich bei so einem Fahrzeug 3,5 Tonnen, das ist nicht ganz so breit, richtig Gewicht spare. Das macht nochmal richtig viel aus, wenn ich nur auf 3,5 Tonnen unterwegs sein möchte. Und das haben wir hier gemerkt bei dem Schwestermodell, jetzt dem 6-Meter-Fahrzeug. Da haben wir eine Zuladung von bis zu 900 Kilogramm, je nach Ausstattung, die wir haben.
Das heißt also hier der Travel Van bzw. der Nexo Van gegenüber mit rund 900 Kilo Zuladung, sodass man nicht komplett überladen denn auf Reisen geht. Also schmaler ist schon mal gut, kürzer ist gut, damit das Gewicht gespart wird, aber Bürstner hat unglaublich viel dafür getan, dass das Fahrzeug so leicht wie irgendwie möglich ist. Also richtiger Leichtbau. So, wir gucken uns das mal an. Das ist die Aufbautür, etwas schmaler als beim Liseo, aber funktioniert. Sie hat 2 Punkte, 2 Verschlusspunkte mit drin, hat ein Fenster mit drin. Wir steigen mal ganz kurz ein. Eine Stufe ist hier mit eingebaut und der beheizte Doppelboden mit Standardgrundriss, ja, wie man das Ganze kennt. Sitzbank hier mit 2 Sitzplätzen auf der rechten Seite, ein kleiner Sitzplatz und der beheizte Doppelboden, der ist hier mit drin. Der Tisch ist absenkbar. Jetzt haben wir eben die Polster gesehen in der Garage und dann kann ich den hier unten an den Befestigungen festmachen und hier ein Bett bauen. Also ich gehe mal rein, schwenk mal vorsichtig nach rechts. Längsbetten sind hier eingebaut, Einzellängsbetten hinten und wir haben hier ein großes Panoramafenster direkt am Eingang, das schafft Licht und es lässt sich öffnen. Das heißt also Licht und Lüftung. Beide Sitze sind drehbar, sind hier gedreht. Jetzt in dem Fall die Bepolsterung ist ein Mix aus Leder und Stoff. Oben habe ich so ein Kunstleder und hier habe ich Stoff. Dann die Captain Chair natürlich mit den Armauflagen. Ich habe ein Multifunktionslenkrad von Citroën mit dabei. Fahrhausklimaanlage, 6-Gang Schaltgetriebe. Also alles das, was man eh schon von sehr vielen anderen Fahrzeugen kennt. Das ist da ja eine Sitzgruppe hier. Das heißt also bis zu 4 Personen können mitfahren und der Küchenblock auf der Seite mit 2 Oberschränken und hier haben wir nochmal die ganze Elektrik mit drin mit der Klimaanlagenbedienung. Die Garderobe wird hier aufgehangen, das auf der Seite. Ich drehe mal einen Schritt zurück, dann sieht man es besser. Da ist die Garderobe dran und dieser Schrank, der wird sehr oft benutzt. Da kann ich mir prima die Schuhe anziehen, gerade wenn ich im Skiurlaub bin. Dann gehe ich hier rein, drehe mich dann zur Seite, kann die Schuhe an- und ausziehen. So, Fliegengitter. Und so einen Schrank können wir mal öffnen, dass man mal sieht. Also da hat man wirklich viel Stauraum, das Ganze mal 2. Hab hier dann einen Unterschrank, den man schön befüllen kann mit einer satten Tiefe. Das Kochfeld und das integrierte Spülbecken. So, die Gasabsperrventile, das ist bei jedem Bürstner gleich. So viel habe ich schon gelernt. Besteckkasten und nochmal ein großer Schrank, bei dem ich auch schwere Töpfe auf 2 Etagen dann noch reinbringen kann. Das funktioniert. So, der ist zu. Hat eine Verriegelungsposition. Jetzt ist mal geöffnet. Mal kurz schauen. Na, gehst du auf? Warte kurz. Nämlich meistens, eben war der noch in der Waschstraße. Jetzt ist er auf. Und damit der während der Fahrt nicht aufgehen kann, da gibt es die Möglichkeit, einmal eine sogenannte Winterposition einzurichten und den Schrank natürlich auch komplett zu verschließen, dass er nicht aufgeht. So, Dometic in AES-Kühlschrank. Ich habe also verschiedene Möglichkeiten, diesen Kühlschrank zu befeuern. Mit Gas, also richtig Feuer, wie ich das eben gesagt habe. Da ist ein spezielles Mittel drin, dass sich dann das praktisch zirkuliert und dann durch eine Ausdehnung Kälte erzeugt. Also ein bisschen anders wie jetzt ein Kompressor, sondern man spricht ja von einem Absorberkühlschrank. Deswegen hat er draußen auch einen Kamin. Ich kann euch das draußen auch gleich nochmal zeigen. Da muss man auch darauf achten, dass der immer wirklich ordentlich gereinigt wird. Steht alles im Handbuch drin, sollte man auch mal lesen. So, die Kühlrippen, wenn die vereisen, das ist auch ganz wichtig, ja, muss der Kühlschrank abgetaut werden. Sobald also vereiste Kühlrippen da sind, ist die Kühlleistung drastisch eingeschränkt und dann empfiehlt es sich, den abzueisen, weil dann kann er nicht mehr kühlen, er verbraucht immer noch Gas und er hat keine Kühlleistung mehr. Großes Fach,
habe ich eben schon Mikrowellen gesehen, die hier reinpassen. Also ich bin ja, ich muss immer aufpassen, wenn ich sage, ich bin großer Fan von Mikrowellen. Ja, ich weiß, alle Speisen sterben nennen, die drin sind, aber ja, gut, anderes Thema, was da ist. Also Thema Mikrowelle, Ofen, erhitzen und so weiter. Da gibt es ja verschiedene, ich sag mal, Ansichten. Der eine sagt das, der andere sagt das, aber es gibt halt auch mal viele Mikrowellen mit drin. Vorteil ist, will ich nur mal eben was kurz heiß machen, dann ist natürlich auf so einem Gasfeld, da brauche ich einen Topf für, brauche dies und das und jenes. Und in Verbindung mit einem Wechselrichter, also einem 230 Volt Generator, der aus dem Batteriestrom von 12 Volt dann 230 Volt macht, kann ich dann auch eine Mikrowelle betreiben oder eine Kaffeemaschine. 2 Längsbetten. Auch hier bin ich von der Länge her über 2 Meter und das ist schon ordentlich. Bin da immer noch auf Kastenwagenbreite hier drin, aber hier drin, da merke ich es eigentlich gar nicht. Also ich habe wirklich sehr viel Platz. 2 Schränke. Mal schauen. Also das ist ein richtig großer Kleiderschrank. Ja, das ist schon die 7 Meter merkt man hier. Das ist der 230 Volt Block mit den Sicherungen. Sind Sicherungsautomaten mit drin. Und hier haben wir dann nochmal zusätzlich einen Schrank mit einer Stange. Das Ganze ist dann nochmal beleuchtet, also dass ich dann hier nicht im Dunkeln fischen muss. Die Beleuchtung kann ich einfach von oben an und abschalten. Das sind übrigens, was man hier unten sieht, das sind die Radkästen. Die sind nochmal mit einem Stoffmaterial isoliert, damit auch hier keine Kältebrücken entstehen und keine Kondensation sich entwickelt. Schränke sind ohnehin alle nochmal belüftet, aber das Thema Kältebrücken ist ja immer so ein gern genommenes Thema. Und hier sieht man 7 Meter Länge. Ich habe Platz für noch einen großen Kleiderschrank. Also das ist das, was ja viele Leute auch vermissen. Ich habe hier eine tolle Tiefe von doch deutlich über 1 Meter. Hier ist normal dann oben auch die Stange drin. Und hinten habe ich nochmal Fächer für Unterwäsche und so weiter. Und hier kann ich sogar, habe ich Platz, kann sogar Sachen auf den Boden stellen, so die hier unten drin sind. Und dieser Kleiderschrank, so klein wie er im Moment aussieht, sehr hilfreich. Trotzdem, wir gehen mal kurz rein ins Bad. Habe ich ein vollwertiges Bad, das richtig groß ist. Ich habe einen richtig großen Kleiderschrank. Habe ich jetzt bei allen Vans, die ich gesehen habe, bemerkt, dass dieser Kleiderschrank mit 6 Fächern doch außergewöhnlich groß ist. Zusätzlich habe ich dann noch hier einen kleinen Schrank, der oben drauf ist. Und da ist auch der Toilettenpapierabroller mit drin und ein Schwenkbad. Hier ein kleines Gadget. Hier läuft das Wasser hier über diese Rinne runter, ja. Also sehr schön. So, hier oben habe ich mein Schwenkbad mit drin. Das ist da oben verriegelt. Und wenn ich das jetzt aufmache, dann habe ich eine riesengroße Dusche mit 2 Abläufen und hier vorne ist mein Vorhang mit drin. Und wenn ich den mit beiziehe, kann ich hier diese Öffnung, die da ist, komplett damit verschließen. Spiegel, der ist hier mit dabei und dann die große Sitzgruppe hier drin. Das heißt wieder mal ein ganz anderes Konzept. Hierbei habe ich ein Konzept, bei dem ich verschiedene quasi Bereiche habe. Hier, ich habe jetzt keinen durchgehenden Bereich, bei dem die Blickachse jetzt ungestört ist, sondern ja, habe ich schon. Also wenn ich jetzt hier auf der Beifahrerseite sitze, kann ich bis hinten durchgucken. Also wenn jetzt hinten einer liegen würde, da habe ich die Kommunikation immer noch da. Bei diesem, ich sag mal, kleinen Stuhl hier, da kann ich auch die Beine drauflegen. Das geht auch problemlos. Also das kann ich benutzen zum Fernsehschauen. Der Fernseher wird da oben montiert, das kann ich euch gleich mal zeigen. Da ist bereits die Vorrichtung dafür da. Und die Kommunikation nach vorne hätte ich sogar face-to-face. Also wer gegenüber sitzen möchte, morgens frühstücken möchte, wie im Restaurant. Der eine sitzt jetzt hier auf dem Fahrersitz und der andere hier auf der Sitzbank. So, da vorne ist die Fernsehvorbereitung. Die ist hier verbaut, an der Seite. Und dann habe ich hier noch an der Seite noch jeweils Ablagefächer. Kann ich was ablegen. So, was fällt mir noch auf? Ja, Tisch kann ich runterbauen zum Bett, habe ich schon erwähnt.
Ja, ansonsten ähnlich, doch sehr ähnlich zu allen anderen Modellen. Doch mit 7 Meter Länge, 6 Meter und 99 Länge habe ich natürlich ganz andere Möglichkeiten als bei den anderen Modellen. Ich gucke mal gerade, 66.950 Euro der Aussteller und Basispreis 55.750 Euro. Ja, das sind die Van-Modelle mit einer Breite von 2,20 Meter. Sehr beliebt und vielen Dank fürs Einschalten und vielen Dank auch an den Freistaat, dass wir hier filmen dürfen. Und ja, bitte, wenn ihr wollt, abonniert unseren Kanal. Da gibt es eine Abo-Taste bei YouTube. Abonnieren macht mir eine große Freude damit und ihr helft auch damit, den Kanal mit weiterzuentwickeln. Ja, danke. Und bedenkt auch, wir haben German Television Plus, ein neuer Kanal. Da geht es um das Thema E-Bikes und da findet ihr demnächst hunderte von E-Bike-Videos und Elektromobilität. Heute am 18. Januar 2022. Tschüss, danke.